herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickwelt. Und wir nähern uns mit großen Schritten den 10.000 Abonnenten. Also es ist wirklich verrückt. Ich hatte, wie gesagt, öfters gesagt, die Hoffnung, dass wir die 10.000 dieses Jahr überhaupt knacken. Und jetzt ist es fast vor der Tür. Ich denke, in den nächsten 2 Wochen vielleicht schon. Denn momentan wachsen die Abonnentenzahlen einfach wie verrückt. Aber anderes Thema. Heute neues Update. Ich glaube 228, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist auch eine ganz irre Nummer. Und zwar möchte ich heute nochmal dort hinten zwischen Bahnhof und der Altstadt hingehen. Ich möchte da ein paar Sachen ändern. Und vor allem möchte ich dort Lücken schließen, denn auch diesmal wieder machen wir Lücken schließen. Ich hoffe, dass wir heute eine ganz bestimmte Lücke schließen können. Lasst euch überraschen, es geht gleich los hier und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wie ihr sehen könnt, sind die ersten Arbeiten zum Schließen der Lücken fertig. Ich habe jetzt hier diesen Grünstreifen endlich komplett fertig. Da war ja noch eine kleine Lücke. Und was ihr auch seht, der Bereich hier hinten neben der Haltestelle ist auch fertig. Also diese Lücke ist auch geschlossen. Und wie ihr auch sehen könnt, ich baue gerade die Straße um. Wir hatten ja die kleine Umfrage, ob wir die Straße jetzt hier auch so pflastern sollen mit Tiles bzw. mit Plates oder ob wir einfach die Snot-Straße lassen. Die liegt noch hier drüben. Die wird demnächst ausgeschlachtet, steinetechnisch wieder. Aber ich baue es jetzt gerade um. Ihr seht auch mal, wie schön man hier irgendwelche alten, vor allem dreckigen, vergilbten etc. Plates hier unten drunter verschwinden lassen kann, die unglaublich günstig sind oder aus Altbeständen von mir selbst, aus meiner Kindheit noch bestehen. Und das jetzt hier sauber zu machen, lohnt sich überhaupt nicht, wird einfach überbaut und dann können wir jetzt hier die Straße fertig bauen. Ich mache auf jeden Fall jetzt mal die Straße fertig und dann denke ich, kümmern wir uns mal um diese Lücke hier, die muss nämlich auch noch geschlossen werden. Guckt mal, was hier gerade mit der Post gekommen ist. Hier steht ganz groß drauf, 10.000 Abonnenten. Ich nehme an, das ist ein Geschenk zum 10.000 Abonnenten-Tag, der wahrscheinlich bald kommen wird. Das ist, ich habe es mal ein bisschen abgedeckt, das ist vom lieben Patrick, wer den Kanal hier schon länger verfolgt, sollte wissen, dass der Patrick einer der größten, ja, was soll ich sagen, Gönner für diesen Kanal, dieses Projekt ist. Und dieses Paket ist unglaublich schwer. Wir werden im 10.000 Abo-Special schauen, was da drin ist. Ich werde es jetzt zulassen und wir werden es erst öffnen, wenn das 10.000 Abo-Special drin ist. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Schauen wir einfach mal. Wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. So sieht die fertige Straße aus, wie ihr sehen könnt. Es sieht natürlich doch besser aus, weil nämlich dieser Kontrast zwischen der Snot-Technik und der Teiltechnik jetzt weg ist. Und es sieht einfach harmonischer aus, eben auch mit den Vollendungen hier von dem Beet, sage ich jetzt einfach mal. Und was ihr jetzt auch hier schon am Bildrand seht, ist, dass es natürlich jetzt weitergeht mit Lücken schließen. Ich habe jetzt hier mal die Schiene von der Straßenbahn, die ja hier in den Tunnel reinfährt. Hier können wir mal rausschauen, haben wir glaube ich noch nie gefilmt. Habe ich jetzt schon mal hier ein bisschen weitergelegt. Ich habe hier angefangen, die Technik anzubauen, damit eben hier sich die Wände an die Schienenform bzw. Schienenführung anpassen können. Und wir werden heute auf jeden Fall das hier noch hochbauen, denke ich, dass hier einfach mal ein Abschluss ist. Dann haben wir nämlich hier vorne echt mal die Lücken geschlossen, was mir persönlich schon mal so gut gefällt. Und ich weiß von vielen Kommentaren, dass euch auch Lücken schließen wirklich gut gefällt, denn es wird einfach ein vollständigeres Bild. Deshalb, wie gesagt, schließen wir jetzt heute hier die Lücke, machen jetzt hier den Tunnel soweit fertig, wie ich komme, wie ich schaffe, etc. Und werden natürlich auch hier Felswand weiter nach oben bauen. Und dann haben wir hier hinten ja wirklich mal einiges fertig. Wenn ich jetzt mal hier rüber schwenke, seht ihr, dass dann alles von dem Bahnsteig bis hier rüber, also bodentechnisch, fertig ist. Und das macht natürlich wieder einiges im Gesamtblick aus. Ich dachte mir, das wird doch ein bisschen langweilig hier drin im Tunnel, also habe ich mich ja jetzt überlegt, dass wir jetzt hier noch so eine kleine, ja, ich nenne es einfach mal Service-Tür einbauen. Dahinter wird jetzt nichts großartig sein, das ist einfach nur, damit es ein bisschen von außen, eben vor allem, wenn man von hier vorne reinschaut, noch ein bisschen was zu sehen gibt. Ich habe ein Licht angebracht, ein rotes, es ist gerade ein bisschen eher orange in der Kamera. Und das Kabel geht momentan einfach jetzt hier rüber, weil ich da dort drüber einen Verteiler habe und ich habe jetzt momentan noch nicht hier für dieses Modul extra eine Stromversorgung gebaut. Werde ich wahrscheinlich noch machen irgendwann, aber jetzt gerade ist es ganz okay, dass einfach das Kabel darüber geht. Das passt einfach, kann ich dann relativ einfach umstecken, weil hier hinten bleibt ja eh erstmal offen. Und ja, ich denke, das macht hier noch ein bisschen was rein, damit es einfach nicht so eine langweilige Wand ist, die eben nur aus diesen Mauersteinen besteht. Und bringt auch noch ein bisschen Licht in die ganze Geschichte und ich glaube, das wird ganz hübsch aussehen. Vor allem, wenn man dann von hier vorne reinschauen kann, dann sieht man die Tür auch so ein bisschen und ich glaube, ja, sieht doch ganz nett aus. Ich baue jetzt hier weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an.
ein kleiner Zwischenstand für euch, damit ihr auch einfach mal seht, wie sich das Ganze entwickelt. Es fließen hier wieder Unmengen an Steine rein, an einen Ort, den man vielleicht später gar nicht so gut sehen wird, aber es ist einfach so eine kleine Herzensangelegenheit, dieser kleine Tunnel hier. Und man wird ihn wahrscheinlich doch später sehen, weil man wird ja hier diese Straße entlang nach vorne schauen können, von dort hinten. Aber ihr seht auch mal, wie das Ganze hier außerhalb des Grids liegt. Ihr seht jetzt mal, wie sich hier der Bogen rüber bewegt und auch hier der Felsen, der liegt hier teilweise nur auf Tiles auf, weil er eben dann eine andere Struktur aufnimmt. Hier kommen wir noch entlang des Bogens. Hier kommen wir von oben herunter dann wieder im Grid tatsächlich, einfach um hier einen Übergang zu bilden. Dann sieht das Ganze von unten so aus. Und ihr seht, hier entwickelt sich das Ganze jetzt nach und nach. Der Tunnel hat auch ein bisschen Fortschritte gemacht und es geht voran. Ich habe jetzt hier angefangen, ein bisschen Grünzeug an die Wand zu bauen, einfach um noch ein bisschen mehr Leben reinzubringen. Das hier unten wird dann auch noch begrünt, sobald ich hier oben fertig bin, weil sonst würde ich das die ganze Zeit hier mit meinen Händen umhauen. Und ja, wir bauen auf jeden Fall noch ein bisschen Felsen, aber den ganzen Tunnel heute noch schaffen, kann ich nicht sagen, denn es ist wirklich sehr, sehr zeitfressend, aber es geht gut voran. Abgesehen davon, dass hier immer noch riesiges Chaos herrscht, sind wir für heute fertig. Ich bin noch ein bisschen vorangekommen. Wie zu erwarten, haben wir nicht den ganzen Tunnel geschafft, aber der Felsen und so weiter ist ein bisschen vorangekommen. Ihr seht auch, hier sind jetzt noch 2 Fahrradfahrer dazugekommen. Das heißt, die Anzahl der Bewohner steigt auch um 2. Ich werde es wieder unten einblenden, wenn ich es wie immer nicht vergesse. Denn ich dachte einfach, das ist jetzt ein bisschen zu leer und ich wollte nicht schon wieder ein Auto hinstellen, sondern mal was anderes. Und da ja sehr viele Fahrradfahrer hier hinfahren zum Bahnhofsvorplatz und auch eben zum kommenden Altstadtfest, natürlich Fantasy, Mittelalterfest, dachte ich, 2 Fahrradfahrer auf der Straße, hatten wir ja bisher auch noch nicht. Und hier hinten fahren die relativ sicher, dachte ich, das passt doch ganz gut hin. Ansonsten seht ihr jetzt der Felsen und hier, das ist jetzt soweit fertig. Ich bin wirklich sehr froh darüber, wie es sich entwickelt hat. Wir sind auf der Höhe angekommen, dass wir jetzt hier zum Flachen übergehen. Das machen wir dann in einer der nächsten Episoden. Aber wenn man jetzt mal hier nach hinten schaut, dann sieht man, dass das jetzt echt einiges sich getan hat und hier sich endlich einmal eine Lücke geschlossen hat, die mich und wahrscheinlich auch viele von euch sehr lange schon gestört hat. Und es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich finde auch den Blick hier rein mit der Tür, das hat doch irgendwas. Es bleibt natürlich jetzt hier unten offen, weil irgendwann kommt ja hier wieder ein Tisch dazu und dann geht die ganze Geschichte weiter. Aber hier vorne habe ich einfach noch ein bisschen das hübscher gemacht, wie wir es halt auch schon da hinten gemacht haben, damit die Kante halt momentan, es wird ja noch ein paar, Monate dauern, bis hier ein Tisch hinkommt vermutlich, dass es einfach hier ein bisschen hübscher aussieht. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Hier sind sehr, sehr viele Steine reingeflossen, aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zum Abschluss jetzt nochmal im Nachtmodus, damit wir das Ganze ein bisschen besser sehen. Und jetzt sieht man auch sehr gut, dass diese Straßenlaterne in Verbindung mit den anderen Lichtern außenrum außerordentlich gut ausreicht, um das hier gut zu beleuchten. Und wenn wir jetzt mal hier ein bisschen runtergehen, was ich auch vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, ist ja natürlich auch jetzt hier, dass da alles begrünt, dass da auch wirklich alles fertig ist. Und wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen, sehen wir, dass hier die Lampe brennt. Wir können hier nochmal reinschauen. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Die Decke fehlt natürlich noch, das machen wir in einem der nächsten Updates. Aber ich bin mit dem Ergebnis von heute, muss ich sagen, sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch die 10.000 Abos. Ja, es ist immer wieder eine Sache, die mir in den Kopf schießt, weil es einfach so krass ist, dass es jetzt so schnell plötzlich geht. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, das war's für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, alles, was ich euch gefragt habe und eure Meinung, denn ihr merkt ja, dass eure Ideen etc. immer wieder hier einfließen. Bestes Beispiel zum Beispiel die Straße hier. Und ich würde sagen, das war's dann, wie gesagt, wirklich. Und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und ich sage nur noch Tschüss.